Moin Leute, ich bin heute in der Abstellkammer, denn das ist der Ort, an dem ich eure Fragen beantworte. Ich habe nämlich vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich euch gezeigt habe, wie ich meine Vans mit Sekundenkleber flicke, und daraufhin habe ich folgende Rückmeldung bekommen. Yo, 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 mach mal was zu Wie quitschen Sneakers nicht mehr. Habe mega geile Nike Zoom Encores in weiß und hellem Königsblau, trag die aber schon lange nicht mehr, weil die halt quitschen, was nervt. Verlegener Smiley. Gib mal einen Lifehack. Weil wir hier bei Complezen All About Community sind, habe ich einen Tipp für dich, Bro. Zunächst mal müssen wir uns fragen, wie Quietschen überhaupt entsteht. Rein physikalisch betrachtet entsteht das Quietschgeräusch dann, wenn zwei Gegenstände aufeinander reiben und die Haftung größer ist als die Reibung. Das nennt man Haftgleiteffekt oder Stick-Slip-Effekt, und das kennt man vor allen Dingen von Geigenbögen und Geigensaiten. So, was kann man jetzt also tun, um diesen Effekt zu verringern? Naja, ihr könntet anfangen damit, eure Sohle mit einem ganz normalen Schmiergelpapier aufzurauen. Das würde die Haftung verringern und eventuell auch euer Quietschproblem lösen. Eine zweite Variante, die ihr ausprobieren könnt, wäre Haarspray auf die Sohle zu schmieren. Ich gehe davon aus, dass Haarspray den gleichen Effekt hat, wie die Sohle anzurauen. Dadurch einfach, dass er einfach die die Reibung vergrößert. Die Haftung verringert und die Reibung vergrößert. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. So wie ich das sehe, hast du 3 Möglichkeiten, das Quietschen deiner Schuhe zu verhindern. Die Sohle aufrauen durch Schmiergelpapier, die Sohle aufrauen durch Haarspray oder Ohrenstöpsel reinmachen, damit du das Quietschen nicht mehr hörst. Ich hoffe, ich konnte dir helfen mit deiner Anfrage. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt zu allem Möglichen, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde das Ganze sammeln, mich dann hier in meiner Abstellkammer verbarrikadieren und sie nach bestem Wissen und Gewissen für euch beantworten. Das war's für diese Woche mit den Q&As aus der Abstellkammer. Mein Name ist Philipp und ich habe keinen Spruch fürs Ende. Hier sind irgendwo die Videos.